Einen wunderschönen guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen auch von mir. Die Frau hat mich quasi aus dem Bett geprügelt. Aber ich kann euch sagen, heute machen wir was ganz Fantastisches. Wir haben quasi eine Yachtfahrt gebucht auf den Lake Malawi. Lasst euch überraschen und bleibt dabei. Herzlich willkommen und Chaka Chazupano Chabuino. Wir wünschen euch aus Malawi ein gesundes und glückliches neues Jahr voller positiver Energien und schöner Empfindungen. Wir sind Yvonne und René und nehmen euch mit auf eine abenteuerliche Reise durch Afrika. In dieser Woche sind wir am Lake Malawi und genießen so etwas wie Urlaub. Steigt ein und kommt mit. Die Spannung steigt, die Tasche ist gepackt, die Schnorchelsachen sind drin, Fotoausrüstung, Sonnencreme, Kameras, alles eingepackt. Jetzt fehlt nur noch das Boot. Und mein Mann. Oder seht ihr den irgendwo? Was machen wir heute? Eine Seeexpedition wartet auf uns. Der Mann ist nervös und gewappnet. Mit Getränken und Reisetasche, als würde er 4 Wochen ausziehen. Ich glaube, im Hintergrund könnt ihr schon die Luxusjacht sehen, die ich gechartert habe für meine Frau. Seht ihr das? Zu mir. So ist er. Seht ihr das Lächeln Katamaran. in ihren Augen? So if I get seated, then Yes. let's keep going. Yes. Yeah, thank you so much. Yeah, In the nice sunny day. it's nice and shady today, sunny. So, Yeah. I was here. So as I said already yesterday, we met I think 3 days ago, John. Yes. So at the time we are trying to understand each other for the business. So we come to the conclusion yesterday. So we are very happy. So my name is Rodwell, as I said already. This is my friend Mark Mark, and Andrew Andrew, and what's his name? James. 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 So we are going for snorkeling, West Island, where you're gonna enjoy with those kind of beautiful fish, secret fish. From there, you're gonna take your food, chips and fish. We call it chambo. Very beautiful fish. We don't see chambo like before because before we used to have plenty of chambo. This is very nice. And after relaxing, after you eat your food, then we're gonna go cruise another side of West Island, where we're gonna feed the secret fish. I mean the eagles. Yes, So they yes, come, yes. they fly like Oh, they're like a plane. Yes, Yeah, yes, yeah, yes. just to grab the fish in the water. So it's also beautiful, and enjoying the nature as a whole. It's also a beautiful thing. So I want you guys to enjoy Malawi, We enjoy do. snorkeling, and I think you're gonna have some fun today. I think we will have it. Yeah, number one. Dem aufmerksamen Zuhörer ist vielleicht erneut aufgefallen, dass der Name John gefallen ist. So stellt sich René unterwegs immer wieder vor, da es den Einheimischen leichter fällt, sich diesen Namen zu merken. Schließlich machen wir uns auf den Weg nach Tumbi Island, eine der 3 vorgelagerten Inseln am südlichsten Zipfel des Malawisees. Vom Boot aus entdecken wir die unterschiedlichsten Behausungen. Einfache Hütten der Dorfbevölkerung ebenso wie einige prachtvolle Anwesen, die, so erklärt uns unser Guide Rodwell, wohl Bewohnern der Hauptstadt Lilongwe gehören. So, haben wir tipptopp Sicherheitsvorkehrungen. Schwimmwesten, Neopren sind da. Der Anker gefällt mir auch gut. So, könnt ihr sehen. Ich habe die Frau hier mit der Yacht hier rüber gefahren. Sie hätte auch paddeln können. Nur, dass ihr auch seht, dass ich alles gebe. Alles. Alles. Und klares Wasser. Und Fische. Kleine Fische, große Fische. Just want to drop this guy. Ja, For us, toll. for you guys. So, jetzt bleibt nämlich Marc, der bleibt jetzt schon mal hier auf der Insel. Der wird uns Mittagessen zubereiten. Das ist auch ziemlich verrückt von uns, dass wir das machen, dass wir Mittagessen machen wir normalerweise nie. Aber ich habe gesagt, jetzt machen wir mal hier
richtig ein und nehmen mal alles mit. In Sichtweite des Ufers lassen wir den Anker fallen und gehen über Bord. Schließlich sind wir zum Schnorcheln hier. Schon vom Boot aus sehen wir unzählige bunte Fische durch das klare Wasser ziehen. Der Malawisee ist, ebenso wie der Tanganjikasee, berühmt für seine außergewöhnliche Fischvielfalt. Über 800 endemische Arten, hauptsächlich Buntbarsche, die ausschließlich hier vorkommen, soll es in seinen Tiefen geben. Also nix wie reins ins große natürliche Aquarium. So, jetzt sind wir wieder auf dem Boot. Und die Menschen... Ich muss gestehen, das ist schon ein bisschen gut hier. Also das macht schon echt Spaß. Total bunte, schicke Fische unter Wasser. Das Wasser ist, ich sag mal, schon sehr klar. Jetzt von hier oben sieht es gerade nicht so aus. Es ist nicht kristallklar. Nee. So eine leichte Trübung hat es, aber man kann trotzdem sehr schön drin sehen. Angenehm temperiert, aber ich weiß nicht, wie lange wir drin waren. Irgendwann ist es trotzdem ein bisschen kalt geworden. Jetzt ist ja auch der Kerl, der Arme, noch ein bisschen krank. Aber es ist schon schön, muss ich sagen. Ja. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und jetzt sind wir mal hier in der Sonne und wärmen uns ein bisschen auf. Ja, das tut ganz gut. Denn auch wenn die Wassertemperaturen über 25 Grad liegt, kühlt man ohne Neopren nach einiger Zeit im Wasser spürbar aus. Umso mehr genießen wir die warmen Sonnenstrahlen auf unserer Haut, bevor es zur Mittagspause dann an Land geht, wo mittlerweile auch andere Ausflugsboote Halt gemacht haben und eine Schar von Frauen sich am Ufer vergnügt. Also wir können definitiv kein Robinson Crusoe-Feeling bekommen, das ist schon mal klar. Aber nichtsdestotrotz war die Tour schon auch schön jetzt bisher. Jetzt kriegen wir lecker Fisch. René ist ein bisschen angeschlagen und das hat ihn jetzt auch angestrengt jetzt in dem Wasser. Ich kämpfe hier noch mit meiner Grippe, was auch immer ich habe. Erkältung, was auch immer. Der arme Bub. Soll er sich mal ausruhen. Dann essen wir jetzt was lecker und dann geht die Fahrt zurück. So, jetzt ist unser Essen gekommen. Unser kleiner fliegender Freund kommt auch zurück.
Wir wollten sie eben einladen. Er hat das Essen gerochen. Wir sind jetzt gesättigt. René hat jetzt schön gechillt. Ich bin kurz davor, noch mal ins Wasser zu gehen. Das ist schon ein recht wunderbarer Platz hier. Ich liege jetzt ein bisschen gemütlich. Und ja, eigentlich könnte ich noch ein bisschen bleiben. Okay. Attacke! Eine weitere Attraktion wartet noch auf uns. Schreiseeadler aus nächster Nähe erleben. Zwar sind sie allgegenwärtig und doch meist nur hoch oben in den Lüften zu sehen. Die Könige der Lüfte, majestätisch und elegant sind sie bereits seit der Antike ein Symbol für Kraft und Macht. Ihre markanten Rufe, mit denen sie ihr Revier markieren, sind schon von weitem zu hören. Auf Tumby Island sind mehrere Paare beheimatet und wir kommen in den Genuss, ihre Flugkünste aus direkter Nähe beobachten zu können. Leider für euch ziemlich verwackelt, denn das Boot wackelt stark und wir wollen mit eigenen Sinnen auch noch etwas wahrnehmen. Daher entschuldigt bitte die Qualität der Aufnahmen. Unsere Cruising-Yacht liegt wieder da, wo sie hingehört. Die Handtücher werden getrocknet. Und die Dame ist bestimmt total glücklich, weil ich es so schön ausgeführt habe zum Essen auf die Insel. An meinem Muttertag, weil hier ist heute Muttertag, deswegen ist auch hier drüben im Hafen richtig Party. Da ist Vollparty im Gange. So, und jetzt? Und wir genießen das. Also es war richtig, richtig schön. Also das muss man mal abschließend sagen. Das hat Spaß gemacht. Das war sehr touristisch natürlich ein bisschen. Die Fische wurden angefüttert, aber die sind ja nun mal da. So richtig schön in allen Farben. Das hat mir total gut gefallen. Der Fisch war danach zum Essen sehr, sehr lecker. Das Schnorcheln war wirklich sehr schön. Das hat mir auch das gefallen. Mit den Adlern, das war auch total schön. Und deswegen ein rundum gelungener Tag. Und jetzt führt mich mein Mann noch mal an den Pool mit aus. Ich bin Typ, das alles hier zum Muttertag. Ich bin begeistert. Ich auch ein bisschen von mir gerade. Wir kommen ja nicht wirklich von unserem Spot hier los und sind ganz fasziniert von dieser Schönheit des Platzes. Und jetzt wird es für den René noch aufregender, weil jetzt wird da drüben von wem auch immer echtes Spielzeug ausgepackt. Also ein richtiges Boot. Die haben ein Wakeboard-Boot. Und obendrauf haben sie halt ein Wakeboard dran geklemmt. Und das fängt jetzt René an richtig zu triggern. Die Spannung steigt hier so ein bisschen wie ins Unermessliche. Also die Bootgeschichte, die geht ja ungefähr seit 2 Stunden gefühlt geht die weiter, weil die kriegen ihr Boot nicht an. Die haben irgendwie Wasser scheinbar hinten im Motorraum. Ich bin gar nicht hingegangen, um es mir anzugucken. Aber wir saßen jetzt hier die ganze Zeit gemütlich am Frühstückstisch und können das die ganze Zeit beobachten. Und jetzt müssen sie halt erstmal das Boot wieder rausholen. Und dazu haben sie jetzt erstmal wieder den Landcruiser ins Wasser gefahren, haben vorne die Seilwinde dran gemacht. Dann haben sie einen Bagger geholt, mit dem wo sie die Seilwinde dranhängen. Oder sie ziehen mit dem Bagger den raus. Das werden wir dann gleich noch erleben. Aber ich finde es schon sehr spannend. Zwischen den
Also während meine zwei Männer hier schön fleißig arbeiten, nehme ich euch jetzt mal mit raus zu unserem letzten Sonnenuntergang hier, weil morgen fahren wir tatsächlich endlich ab. Morgen ist the day after tomorrow. Sicherlich könnt ihr uns verstehen, wer kann denn schon leichtfertig solch einen magischen Sonnenuntergangsplatz verlassen? Immer ist was zu sehen, nie wird einem langweilig, da kann man schon mal 8 Tage versacken. Neben einer Party zum Muttertag müssen die nach Hause rudern, weil denen der Sprit ausgegangen ist. Wisst ihr, den ganzen Tag läuft die Frau gefühlt im Abendkleid durch die Gegend und abends zum Essen gehen zieht sie dann hier ihr Adventure-Kostüm an. Aber das eher so ein bisschen pragmatisch sind wir da veranlagt. Das sind halt wirklich stichfeste Sachen und hier kann halt kein Mossi durchstechen. Deswegen sieht das so aus, wie wir aussehen. Prost, mein Herz. Ich bin ja mal gespannt. Es ist kein Weißwein, es ist auf jeden Fall ein Rosé. Und das Wie hier er aussieht. ist eigentlich das Bier für die Frau. Da steht drauf Küche, Küche. Ja genau, verschluckt dich dann. Zur Strafe schluckt's gleich im Hals. Wir haben ja den guten malawischen Fisch bestellt. Und ich würde sagen, sieht so ein bisschen aus wie Fischstäbchen oder Fischwürfel. Und ich habe jetzt schon mal probiert. Ein bisschen schmeckt es auch so, gell? Ein bisschen panadig, aber Ja. mein Gott. Also da war unser Fisch drüben auf der Insel, den unsere Bootsfahrer gemacht haben. Definitiv besser. War definitiv der bessere Fisch. Freunde des gepflegten Strandlebens, heute ist leider Schluss damit. Wir haben uns jetzt endlich mal entschieden, dass wir hier aufbrechen und werden unsere Strandkulisse verlassen. Es wird ein bisschen wehtun, aber wir sind ja in der glücklichen Position. Es geht ja wieder zum Wildlife. 8 Tage Ruhe haben einfach mal gut getan, denn das letzte Jahr in Deutschland steckt uns doch noch arg in den Knochen. Der Abschied von unseren beiden Müttern ist noch nicht wirklich verarbeitet und daher haben wir den bisher längsten Aufenthalt an einem Ort ohne etwas zu schrauben auf diesem Kontinent wirklich sehr genossen. So, der Einparkmarathon ist beendet. Ich pack mich schon wieder aus. Wir sind tritschnass geschwitzt und deswegen haben wir beschlossen, jetzt erst noch mal schnell in den Pool zu hüpfen. Jetzt nehme ich euch mal mit hier aus dieser Seite, weil das ist echt hier paradiesisch. Gestern hat es hier in diesem Baum nur so gesummt und gebrummt. Hier waren Milliarden von dicken, fetten Brummern, Fliegern. Schön. Und das ist wie so Lianen, nicht? Das ist einfach ein Urwaldwalk hier unten. Die einzig wahre Frage ist ja, ob wir wirklich hier weg müssen. Also ich verabschiede mich mal für heute. Von Chambers Nest. Time to leave.
Es war eine schöne Woche. Wir haben es genossen. Jetzt ist der Urlaub vorbei. Und jetzt schaut genau hin. Viele denken ja, wir sind schon das Maximum an Fahrzeuggröße, das durch ein Dorf passt. Weit gefehlt, bleibt bloß dran. Hier geht's ja links, da wo das Moped gerade rausgekommen ist. Und es ist ja relativ klar. Hallo! Weil das ist der Corner Shop. Okay, this is the corner shop. Okay, es ist ein bisschen eng. Hier wollen wir jetzt durch. Aber da kommt jetzt erstmal der. Aber danach können wir. Okay. Tja. Jetzt müssen wir nur noch überlegen, wo der hin will. Will der dahin oder dahin? Jetzt sind die LKWs vorbei. Jetzt fahren wir hier mal durch. Das Schlimme ist ja jetzt vorbei. Na, wenn meiner eins glaubt, es ist eng, dann kriegt man immer sofort eine riesen völlige Killefitz. Da kommen die 3-Achser, die 4-Achser fahren da ganz entspannt durch, wo man sich normalerweise denkt, das geht gar nicht. Hier geht's ja noch, aber ihr habt es ja eben gesehen. Das war eben ganz schön eng. Ihr merkt, es geht immer mehr, aber für heute ist damit jetzt Schluss. Wer gerne weiter mit uns durch Afrika reisen und nichts verpassen möchte, der abonniert einfach den Kanal und empfiehlt uns weiter. Wir danken euch super herzlichst dafür. Ansonsten wünschen wir euch einfach einen guten Start in das neue Jahr und das Wichtigste ist, bleibt gesund und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir wieder auf Löwenjagd gehen. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und eure Treue im vergangenen Jahr und freuen uns, wenn ihr dabei bleibt, während wir Afrikas Pisten erkunden. Denn dann bleibt uns jetzt nichts anderes zu sagen als Tschüss und Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.